Also was uns im Bereich Asset Management und Kapitalmarktinfrastructure auszeichnet, ist, dass wir, wie der Name des Bereichs schon sagt, Asset Manager beraten, aber auch Infrastrukturprovider, was so viel bedeutet wie Anbieter von Handelsinfrastrukturen, Depotbanken, Verwahrstellen, was im Endeffekt die ganze Wertschöpfung im Kapitalmarkt abdeckt. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Also von Produkten bis hin zu regulatorischen Themen können wir eigentlich alles beraten und da mit unserer Marktexpertise bei unseren Kunden glänzen, weil wir es eben nicht nur bei einem Anbieter machen, sondern bei vielen verschiedenen. Wir sind auch innerhalb des Teams sehr eng miteinander vernetzt und sind im ständigen Austausch miteinander, um uns immer auf dem neuesten Stand zu halten. Genau, insbesondere vor dem Hintergrund der ganzen Buzzwords, die uns auch in unserem Bereich beschäftigen, Tokenisierung, Distributed Ledger Technology. All das greifen wir natürlich auch in unseren Projekten auf und bringen diese Themen den Kunden auf ganz verständliche Art und Weise näher, damit wir daraus dann echten Mehrwert auch schaffen können. In meinem aktuellen Projekt beschäftige ich mich mit der Weiterentwicklung eines Geschäftsmodells im Kontext der Wertpapierabwicklung und Verwahrung. Das Ziel ist konkret, unter Einsatz neuer Technologien und Nutzung und Umsetzung neuer regulatorischer Möglichkeiten für den Kunden neue Ertragspools zu generieren und neue Kundensegmente zu erschließen. Der Projektalltag beginnt in der Regel morgens mit dem Check-in gemeinsam mit dem Kunden, wo wir einfach abstecken, was für den Tag eben zu tun ist. Danach beginnt in aller Regel die konzeptionelle Arbeit, Analysetätigkeiten, die dann in aller Regel in managementgerechter Form in Abstimmungsunterlagen, Workshopsunterlagen dann einfließen und verarbeitet werden. Nachmittags haben wir dann Gespräche und Abstimmungen mit dem Kunden, wo wir dann unsere Arbeitsergebnisse präsentieren. Das Ganze wird natürlich aufbereitet und dann gemeinsam im Team validiert und dann einfach die nächsten Schritte abgeleitet. Das ist so der typische Ablauf. Wenn wir im Team bei ZDB zusammenarbeiten, schaffen wir den größten Impact für die Kunden dabei, dass wir auf eine Reihe von Experten immer zurückgreifen können. Jeder im ZDB steht für ein bestimmtes Thema und egal, um was es geht, wir haben immer jemanden in der Hinterhand, der die Prozesse vielleicht schon mal angeschaut hat, sich mit dem Thema schon mal bei einem anderen Kunden auseinandergesetzt hat und so das Wissen mit einbringen kann. Unsere Zusammenarbeit auf den Projekten hat oft ein ganz klassisches Setup, was aus Seniorenkollegen und Junioreren-Kollegen besteht, sodass wir immer einen Partner, einen Senior Manager oder eine Senior Managerin und dann eben ein operatives Team bestehend aus Managern, Senior Consultants, Consultants und auch Praktikanten, wenn sie eben da sind, zusammen haben. Mein Weg ins ZDB ist ziemlich klassisch verlaufen. Ich habe mich kurz vor Abschluss meines Masterstudiums in Management beim ZDB beworben und auch innerhalb von wenigen Wochen eine Zusage erhalten und bin dann direkt nach Abschluss meines Studiums eingestiegen als Consultant ins ZDB, auch schon im Bereich Asset Management und Capital Markets. An ZDB als Arbeitgeber reizt mich insbesondere der starke Fokus auf Banken und Finanzdienstleister. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und einer der Gründe, warum ich mich für eine Karriere im ZDB entschieden habe. Es ermöglicht eine steilere Lernkurve und eine stärkere Fokussierung auf unsere Kernkunden. Mein erstes Projekt im ZDB war ein Digitalisierungsprojekt bei einem großen deutschen Asset Manager. Dort wurde ich in ein bestehendes Projektteam aufgenommen und konnte von Anfang an auch Verantwortung über einzelne Arbeitspakete übernehmen. In diesem Projekt haben wir Maßnahmen zur Digitalisierung von Asset-Management-Prozessen entwickelt und diese auch teilweise umgesetzt. Allen neuen Kollegen im ZDB empfehle ich, offen zu sein, auf Menschen aktiv zuzugehen und Initiative für Themen zu übernehmen.